Das ist ein Konvoi, dem alle hinterher schauen. Büssing-Lastwagen, die Geschichte geschrieben haben, unterwegs auf der A2. Spediteur Joachim Fehrenkötter ist mit einigen Freunden unterwegs zum Büssing-Treffen nach Braunschweig. Joachim selbst fährt den legendären Büssing 12.000, von dem in den 1950er Jahren gerade mal 39 Exemplare gebaut wurden. Doch was auf den ersten Blick nach Fernfahrerromantik aussieht, ist für Joachim in der Kabine natürlich harte Arbeit, Knochenarbeit. Herrschaften, die damals LKW gefahren haben, die sagen, ja, es war körperlich anstrengend, wir mussten uns sehr stark selber zu helfen wissen, aber wir hatten auch mehr Zeit. Eine Tour war dann gefahren, wenn die gefahren war. Und ich sag mal, dass man das auf die Stunde genau getaktet hatte, das war einfach nicht der Fall. Und das ist vielleicht das, was wir heute als Romantik bezeichnen würden. Rund 60 Büssing-Klassiker aus nahezu allen Winkeln der Republik sind zum Büssing-Treffen in Braunschweig eingetroffen. Ein besonderer Tag. Vor 180 Jahren wurde Heinrich Büssing geboren und vor 120 Jahren gründete er in Braunschweig seine Heinrich Büssing Spezialfabrik für Motorwagen und Motoromnibusse. Auffällig ist natürlich, dass nicht nur die Lastwagen inzwischen in die Jahre gekommen sind, sondern auch viele Besitzer der Lkw-Klassiker mittlerweile ein stattliches Alter erreicht haben. Im Verein Heinrich Büssing Technik und Geschichte ist man sich der besonderen Verantwortung gegenüber dem genialen Erfinder und Konstrukteur bewusst. Ich sage immer wieder, die Oldtimer-Szene wandert. Ne? Die Älteren sind irgendwann nicht mehr da und die Jüngeren werden immer Fahrzeuge haben aus ihrer Kindheit. Aber trotzdem ist die Büssing-Szene nach wie vor stark. Es gibt immer noch sehr viele Fahrzeuge, ich schätze mal bestimmt gut 200 bis 300 Fahrzeuge in Deutschland, alle mehr oder weniger bekannt. Viele stehen in Hallen irgendwo und werden weniger bewegt. Und das, was Sie hier heute sehen, ist das, was man noch schnell oder was man mobilisieren kann, was zu Treffen kommt. Heinrich Büssing war Nutzfahrzeugpionier, auch wenn heute nur noch der legendäre Büssing-Löwe im MAN-Logo an die Marke aus Braunschweig erinnert. Einer, der wie kaum ein anderer mit Büssing-Lastwagen verbunden ist, ist Helmut Hoffmann. Gerade erst hat er einen legendären Büssing 8000 wieder auferstehen lassen und dafür in der Szene mächtigen Applaus geerntet. Zum Büssing-Treffen nach Braunschweig ist Helmut mit einem Büssing 7500 von 1955 gekommen. Der 7500 ist ebenfalls ein Prachtexemplar, hat 10 Liter Hubraum und 150 PS. Und immer, wenn Helmut über die Marke Büssing spricht, ist er in seinem Element. Also 1954 hat mein Vater so ein Auto, nicht dieses Auto, aber das gleiche Auto gekauft. 54 hier in Braunschweig. Und wir haben den einige Jahre gefahren und ich habe die Kindheit damit verbracht und bin ständig mitgefahren. Und deswegen dies Besondere zu diesem Auto. Und deswegen auch heute. Ich fahre den heute noch gerne. Ich fahre den jetzt 36 Jahre zu verschiedenen Treffen. Er ist einfach vernünftig damals restauriert worden, vor 36 Jahren. Und das macht sich heute bemerkbar. Ich habe mit diesem Auto 100.000 Kilometer störungsfrei gefahren. Ein Publikumsmagnet in Braunschweig ist natürlich auch der Büssing 8000 von Joachim Fehrenkötter. Also der Büssing 8000 ist ja der Grundstein unserer Sammlung. Das heißt also, da habe ich natürlich eine ganz besondere Beziehung dazu. Das andere ist, dieses Auto ist vom Design her ikonisch und stellt im Grunde genommen den Fernverkehrszug der 50er Jahre dar. Also es hat ja auch eine Fernsehserie gegeben, die Fernfahrer, wo der drin war, der 8000er. Und mit dem Fahrzeug kann jeder was anfangen und er sieht einfach toll aus. Und mehr nach 50er Jahre Fernverkehr kann ein Auto nicht aussehen. Helmut Hoffmann und Joachim Fehrenkötter, beide fühlen sich der Marke Büssing besonders verbunden. Ein absoluter Hingucker ist natürlich auch der einzigartige Büssing-Decklaster von 1965. Der Büssing Decklaster ist ein Prototyp. Man hat damit eben diese Transporttechnik des Nutzens der gesamten Verkehrsfläche sozusagen ausprobieren wollen oder das revolutionieren wollen. Und ich habe den mal vom Vorbesitzer bekommen, fast geschenkt, zunächst geliehen, dann fast geschenkt, weil er wollte, dass dieses Fahrzeug weiter gezeigt wird, dass der nicht irgendwo in einer dunklen Kammer verschwindet, so als Sammlerobjekt.
Und das habe ich bis jetzt, glaube ich, ganz gut eingehalten. Die Fahrhöhe, also dass man auf Augenhöhe von Passanten oder von Cabrio-Fahrern sitzt, das ist natürlich schon interessant. Und da erlebt man natürlich schon so Effekte, dass Leute es nicht glauben können oder zunächst mal schauen, wo ist denn da eigentlich das Fahrerhaus? Und dann irgendwann sehen, dass da unten jemand sitzt. Also da hat man schon ein paar ganz witzige Begebenheiten gehabt. Als pensionierter Bergmann ist auch Andreas Olgemöller bekennender Fan der Marke Büssing. Und obwohl sein Milchwagen U4500 selbst mit Anhänger deutlich kleiner als der legendäre Büssing 8000 ist, Andreas lässt nichts auf ihn kommen. 11 Jahre hat der Vorruheständler an der Restaurierung dieses Lkw-Klassikers von 1955 gesessen. Die Idee, einen Milchwagen zu bauen, ist mein Vater schuld dran, weil der Milchwagen gefahren hat bei der Firma. Und die waren genauso wie dieser. Ich bin als kleiner Junge da immer mitgefahren. Und von daher hatte ich voll ein Faible für einen Milchtankwagen. Und die Tanks, die sind mir dann bei Bauern in der Umgegend, habe ich die gefunden, konnte die auch kaufen. Und dann stand für mich fest, einen Milchwagen von zu bauen. Und das ist natürlich auch das wirklich Bemerkenswerte an der Alt-Lkw-Szene. Denn hier hat jeder einen guten Grund, weshalb er sich ausgerechnet für einen bestimmten Lkw entschieden hat. Rückfahrt des Büssing-Konvois, dann ins Münsterland, wieder über die A2. Der Wochenendtrip ist vorbei und jetzt müssen die Truck-Oldies wieder ordnungsgemäß im Museum von Joachim Fehrenkötter abgestellt werden. Auch hier zeigt sich, wer innerhalb der Szene ein wirklicher Könner ist. Denn Lastwagen so zentimetergenau einzuparken und vor allem auch einzuweisen, das muss man wirklich können.